Von unserem Heimatdorf Marching in Bayern geht es los in Richtung Süden. Wir fahren durch Österreich, über den Brenner bis nach Ancona in Italien. Von dort bringt uns eine Fähre nach Griechenland. Wir fahren weiter nach Istanbul, durchqueren die Türkei und dann erreichen wir den Iran. Wir durchqueren das Land von West nach Ost und 3000 Kilometer später reisen wir nach Pakistan ein. Dort machen wir einen Abstecher ins pakistanische Hochgebirge, bevor wir nach Indien fahren. 12.000 Kilometer liegen bereits hinter uns, als wir die indische Grenze erreichen. An der Westküste Indiens fahren wir zum südlichsten Punkt unserer Reise, nach Goa. Dann drehen wir um, besuchen den Norden Indiens und fahren weiter nach Nepal. Von hier geht es auf fast gleichem Weg wieder zurück nach Deutschland. 9 Monate und 35.000 Kilometer später sind wir dann wieder zurück in Marching. Doch bevor wir aufbrechen können, gibt es noch ein paar Arbeiten an unserem Unimog zu erledigen. Auf dieser Reise sind wir mit einem Unimog 1300L unterwegs. Er ist Baujahr 1990, hat ca. 170 PS und wiegt reisefertig 8,5 Tonnen. Wir sind mit unserem Fahrzeug völlig autark, denn wir haben eine Solaranlage auf dem Dach und können 600 Liter Diesel sowie 300 Liter Wasser mitnehmen. Das Einräumen geht relativ schnell, schließlich ist es nicht unsere erste Reise. Doch was wir dieses Mal mehr mitnehmen müssen, ist Hundefutter. Wir packen insgesamt 10 Säcke Hundefutter, à 20 Kilo ein, die wochenlang irgendwo im Fahrzeug herumstehen. Wir nehmen so viel mit, weil wir nicht wissen, ob wir in den Ländern genügend für unseren Hund bekommen. Unser Hund ist von klein auf ans Reisen gewöhnt und immer dabei. Sobald seine Decke und sein Fressnapf eingepackt sind, ist er reisefertig. Wir nehmen auf dieser Reise auch ein kleines Motorrad mit. Es handelt sich dabei um eine Enduro der Marke Yamaha DT 175. Uns geht es dabei ums Gewicht, denn beim Fahren macht es schon einen Unterschied, ob am Heck 100 oder 200 Kilo hängen. Der Abschied von Sonjas Eltern fällt dann relativ kurz aus. Schließlich fiebern wir schon lange den Tag der Abfahrt entgegen. Die beiden wissen, dass wir nach Indien fahren wollen, aber wann wir zurückkommen werden, können wir ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Doch aufgrund unserer früheren Reisen sind sie schon daran gewöhnt, dass wir Monate oder Jahre lang unterwegs sind. An einem sonnigen Tag im September ist es dann endlich soweit. Ein Traum wird Wirklichkeit. Wir brechen zu unserer Weltreise auf und werden die nächsten Jahre auf Achse sein. Zuerst geht es für uns nach Österreich. Wir überqueren den Brenner und fahren in Italien auf der Autobahn nach Ancona. Von dort aus wollen wir mit der Fähre nach Griechenland fahren. Bei der Überfahrt gibt es die Möglichkeit von Camping an Bord. Das bedeutet, dass man in seinem eigenen Fahrzeug schlafen kann und keine Kabine nehmen muss. Bei der Fähre haben wir damals für alles zusammen, also für uns beide und den Unimog, ungefähr 250 € bezahlt. Die Fähre braucht 22 Stunden bis nach Patras. Danach fahren wir 3 weitere Tage durch Griechenland und die Türkei, bis wir in Istanbul ankommen. Wir sind schon mehrmals in Istanbul gewesen und haben dabei gesehen, wie die Stadt im Laufe der letzten Jahre größer und moderner geworden ist. Die Einwohnerzahl ist stark angestiegen und liegt heute zwischen 10 und 15 Millionen. Die Geschichte Istanbuls geht zurück bis ins 7. Jahrhundert vor Christus. Als Byzanz ist die Stadt von Griechen gegründet worden. Unter dem Namen Konstantinopel war sie dann die Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Erst mit der Eroberung durch die Türken im Jahr 1453 ist für die Stadt endgültig die Bezeichnung Istanbul verwendet worden.
In Istanbul leben die verschiedensten Religionsgruppen nebeneinander, Muslime, Christen und Juden, wobei sich natürlich der größte Teil der Einwohner, so ca. 80%, zum Islam bekennt. Im Großraum Istanbul soll es an die 2500 Moscheen geben. Die größte davon ist die Sultan Ahmed Moschee. Bei uns ist sie besser bekannt als Blaue Moschee. Diesen Namen hat sie von den blauen Fliesen, mit denen die Mauern und Säulen verkleidet sind. Die Moschee stammt aus dem 17. Jahrhundert und sie ist heute die Hauptmoschee der Stadt. Istanbul ist sozusagen das Tor nach Asien. Zu einem orientalischen Land wie der Türkei gehören natürlich auch Märkte und Basare. Wir sind tagelang in den engen Basargassen unterwegs und schauen uns dort das bunte Treiben an. Besonders gut gefällt uns der ägyptische Basar, den es bereits seit über 300 Jahren gibt. Er wird auch Gewürzbasar genannt und hier findet man neben orientalischen Süßigkeiten, Nüssen und getrockneten Früchten auch die unterschiedlichsten Gewürze. Auch heute ist der große Basar noch immer eines der wichtigsten Geschäftsviertel. An die 4000 Geschäfte befinden sich in den überdachten Gassen und mehr als 500.000 Menschen strömen täglich durch die Basarviertel. Entsprechend eng kann es hier werden und bei einem Besuch sollte man deshalb genügend Zeit einplanen. Istanbul ist die einzige Stadt der Welt, die auf 2 Kontinenten liegt. Sie ist eine interessante Mischung aus Alt und Neu, aus Orient und Okzident und für uns deshalb immer einen Besuch wert. Nach dem Überqueren des Bosporus, der Meerenge, die Europa und Asien voneinander trennt, fahren wir weiter in Richtung Osten. Wir wollen in das zentralanatolische Hochland nach Kappadokien. Es ist herrlicher Herbst. Anfang Oktober ist es hier tagsüber noch sehr warm, nur die Nächte sind schon ziemlich kalt. Immerhin sind wir hier auf Höhen zwischen 900 und 1300 Meter unterwegs. Wir waren früher schon mal im Göremetal, wollen aber dieses Mal nicht zu den üblichen Sehenswürdigkeiten fahren, sondern lieber in einem weniger bekannten Seitental zum Wandern gehen. Zwischen Nevşehir, Ürgüp und Avanos, da liegt die berühmte Mondlandschaft, die sich auf über 300 Quadratkilometer hinwegzieht. Tagelang kann man hier auf kleinen Wegen in das Felslabyrinth hineinwandern. Kappadokien war für viele Jahrhunderte von Christen besiedelt. Zunächst durch Einsiedler, die in Höhlen gewohnt haben, später haben sich in der Gegend dann verfolgte Christen versteckt. Sie haben im Laufe der Zeit unzählige Kirchen in die Felsen gebaut. Es gibt kleine, einfache Räume, genauso wie mehrgeschossige Kirchen mit aufwendigen Bemalungen. Die Felslandschaft im Göremetal ist durch Vulkanausbrüche entstanden. Vor 3 Millionen Jahren sind 2 Vulkane tätig gewesen und haben die ganze Gegend mit einer riesigen Tuffschicht überzogen. Wind und Regen haben dann im Laufe von Jahrtausenden das Material so abgetragen, dass Felsen, einzelne Türme, Pyramiden oder Hügel entstanden sind. Als wir in einer verlassenen Felsenwohnung sind, lässt sich Sonja die Gelegenheit nicht entgehen und steigt über eine in den Felsen eingeschlagene Leiter in den ersten Stock hoch. Von oben wird sie dann mit einem herrlichen Blick über die ganze Umgebung belohnt. Nach ruhigen und erholsamen Tagen im Göremetal fahren wir weiter in Richtung Osttürkei. Damit wir nicht bloß die ganze Zeit auf der Transitstrecke unterwegs sind, machen wir einen Abstecher zu einer Sehenswürdigkeit, die wir noch nicht kennen. Wir fahren zum Nemrut Dağ.
Hier in Südostanatolien, auf dem Berg Nemrut da hat König Antiochos I. einen 50 Meter hohen und 150 Meter breiten Schotterkegel aufschütten lassen. Darin soll sich angeblich sein Grab befinden. Nachgeschaut hat bisher noch niemand, weil das Geröll zu lose ist und man deswegen nicht graben kann. Der König war davon überzeugt, dass er selbst zu den Göttern gehört. Deshalb hat er sich hier oben auf 2200 Meter Höhe ein Denkmal für seine Unsterblichkeit setzen lassen. Zwei Tage später erreichen wir den großen Ararat. Wir haben Glück und für kurze Zeit sehen wir sowohl den großen als auch den kleinen Ararat ohne Wolken. Die beiden Vulkane stehen im Dreiländereck Türkei, Armenien und Iran. Und als wir die Berge sehen, wissen wir, dass die Grenze zum Iran nicht mehr weit ist. Wir verbringen die letzte Nacht auf türkischem Boden in der Nähe des Isaac-Pascha-Palasts oberhalb von Dokubajazet. Mit der Einreise in den Iran betreten wir völliges Neuland. Seit der Revolution 1979 steht ein geistliches Oberhaupt an der Spitze des Landes und nicht mehr der Staatspräsident. Besonders für mich ändert sich mit der Einreise einiges. Die Bekleidungsvorschriften im Iran gelten nämlich auch für Touristen. Und für Frauen heißt es, dass sie zwingend ein Kopftuch aufsetzen müssen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen. Außerdem dürfen sie nur Kleidung tragen, die nicht eng anliegt, zum Beispiel lange Hosen und langärmelige, weite Blusen. Ansonsten ist die Einreise problemlos. Nachdem wir die notwendigen Formalitäten erledigt haben, dürfen wir weiterfahren. Das Erste, was wir im Iran anfahren, ist keine Sehenswürdigkeit, sondern eine Tankstelle. 50 Kilometer nach der Grenze tanken wir zum ersten Mal. Und der Preis ist unglaublich. Wir haben damals für den Liter Diesel umgerechnet 2 Eurocent bezahlt. Bei einem Fassungsvermögen von über 500 Litern, da macht das Tanken hier ausnahmsweise einmal richtig Spaß. Die gesamte Fahrt durch den Iran, etwas über 3000 Kilometer, hat uns alles in allem 20 Euro gekostet. Die Straßen im Iran sind überraschend gut ausgebaut. Oft gleich mehrspurig, ähnlich wie bei uns die Autobahnen. Außerhalb der Städte gibt es kaum Verkehr, höchstens mal ein paar Busse oder LKWs. Vollkommen unerwartet tauchen mitten in der Wüste Stände mit leuchtend roten Granatäpfeln auf. Wir halten an und der Stopp hier ist eine angenehme Unterbrechung bei der Fahrt durch die eher eintönige und trockene Landschaft. Es ist unser erster längerer Kontakt mit Einheimischen seit der Einreise. Die Männer sind ausgesprochen nett und hilfsbereit. Sie erklären uns, dass Granatäpfel im Iran sehr beliebt sind. Man isst sie entweder als Nachspeise oder genießt den frisch gepressten Saft. Wir kaufen uns einige der Früchte und fahren dann weiter. Die erste größere Stadt, die wir uns anschauen wollen, ist Isfahan. Isfahan gilt als die schönste Stadt im Iran aufgrund ihrer vielen persischen Bauten. Besonders berühmt ist der Platz Meydan-e-Imam, der frühere Königsplatz. Schah Abbas I. hat ihn Ende des 16. Jahrhunderts anlegen lassen. Der Platz ist ein Rechteck von 560 Metern Länge und 160 Metern Breite. Er ist fast exakt in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet und komplett von Moscheen, Palästen und Arkaden umgeben. Zum Zeitpunkt seiner Anlage war er der weltweit größte Platz und bis heute zählt er zu den größten öffentlichen Plätzen der Welt. Der Meydan-e-Imam ist der Mittelpunkt Isfahans. Er ist ein beliebter Treffpunkt und Ausflugsziel für Familien und Schulklassen. An
An der Ostseite des Platzes befindet sich die Lotfolla-Moschee. Der Eingang zur Moschee ist mit kleinen Mosaiken verziert und gehört zu den schönsten in ganz Isfahan. Die Lotfolla-Moschee war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern ist vom Schah und seiner Familie als Privatmoschee genutzt worden. Wände und Decken des Innenraumes bestehen komplett aus dunkelblauen Fliesenmosaiken. Die einzige Beleuchtung kommt durch hoch oben angebrachte Lichtöffnungen, die mit Ziegelgittern verziert sind. Die 32 Meter hohe Kuppel der Lotfolla-Moschee besteht aus braunen Kacheln, die mit Blumenmustern verziert sind. Der genaue Zeitpunkt der Gründung Isfahans ist nicht bekannt. Die Siedlungsanfänge werden irgendwann im 4. und 5. Jahrhundert vor Christus vermutet. Die Blütezeit der Stadt war im 16. und 17. Jahrhundert. Damals sind viele der eindrucksvollen Prachtbauten entstanden. Heute gilt Isfahan mit seinen 1,6 Millionen Einwohnern als moderne Universitätsstadt, wichtiger Standort für Industriebetriebe und bedeutender Handelsplatz für Kunsthandwerk. In den muslimischen Ländern ist Freitag der Freitag, so wie bei uns der Sonntag ist. Viele iranische Familien nutzen den Tag, gehen in den Park und machen ein großes Picknick. Wir kommen zufällig vorbei und werden spontan eingeladen. Die Iraner sind sehr kontaktfreudig und wenn wir in der Stadt unterwegs sind, werden wir oft angesprochen. So lernen wir auch junge iranische Studenten kennen, mit denen wir uns öfter treffen. Sie zeigen uns, dass es Bistros fast wie bei uns im Westen gibt, eine Art Treffpunkt für Studenten. Von ihnen erfahren wir sehr viel über das iranische Leben. Wir sind mit den jungen Leuten auch nachts unterwegs und werden von ihnen in ein iranisches Teehaus eingeladen. Typisch sind hier die orientalische Musik und die für unseren Geschmack etwas plüschige Einrichtung aus Teppichen und bunten Tüchern. Zum Tee gibt es eine Wasserpfeife und es ist durchaus üblich, dass auch Frauen in der Öffentlichkeit Wasserpfeife rauchen. Sie gehen auch alleine in Teehäuser, aber nur in den Bereich, der für die Familien abgetrennt ist. Iran ist weltweit für die Produktion seiner Teppiche bekannt. Wegen ihrer Schönheit und Haltbarkeit sind sie sehr beliebt. Seit vielen Jahrhunderten werden hier Teppiche aller Arten und Größen geknüpft und die Knüpf- und Färbungstechniken basieren auf den Erfahrungen von Generationen. Am Eingang zum Basar werden wir von einem jungen Iraner angesprochen, der uns eine Führung durch eine Teppichwerkstatt anbietet. Wir bekommen die einzelnen Schritte erklärt, die zur Fertigstellung der Teppiche notwendig sind. Die Oberfläche wird mit einem rasierklingenscharfen Messer abgeschabt. Anschließend wird der Teppich mit einem Bunsenbrenner abgefackelt. Für diesen Arbeitsgang brauchen die Männer große Erfahrung, damit sie nichts beschädigen. Die abgebrannte Wolle wird abgekehrt und danach wird der Teppich in mehreren Arbeitsgängen mit Seifenwasser gereinigt. Den letzten Schliff bekommt der Teppich durch einen Elektrohobel. Damit werden die Wollfäden auf die gleiche Höhe abgehobelt und so bekommt der Teppich seinen seidigen Glanz. Zum Abschluss werden die feuchten Teppiche zum Trocknen auf der Dachterrasse ausgelegt. Und von hier aus haben wir einen schönen Blick auf die Dächer der Stadt. Sie hatten schon immer eine wichtige Funktion und dienten bereits in früheren Zeiten als Fußweg. Über die Dächer lassen sich andere Häuser erreichen, ohne dass man auf die Straße muss. Wir sehen auch die Kuppeln, unter denen sich die weit verzweigten Gänge der Basargassen befinden und die kleinen Glaskästen, durch die das Licht in die darunter liegenden Gassen fällt.
Eine der wichtigsten Kulturstätten im Iran ist zweifelsohne die ehemalige Residenzstadt Persepolis. Die Stadt ist von mehreren Königen gebaut worden. Angefangen hat Darius I. etwa 520 v. Chr. Persepolis war eine Königsresidenz, die hauptsächlich für religiöse und nationale Feste sowie für zeremonielle Anlässe benutzt worden ist. Besonders wichtig dabei war der 21. März. An diesem Tag ist das Neujahrsfest Nowruz gefeiert worden, der wichtigste weltliche Feiertag. Zu diesem Anlass haben alle unterworfenen Völker des damaligen Persischen Reiches Vertreter geschickt, die dem persischen Großkönig Geschenke überbracht haben. Wie diese Zeremonien abgelaufen sind, sieht man auf den Reliefdarstellungen, die die Empfangshalle verzieren. Persepolis hat knapp 200 Jahre bestanden. Im Jahr 330 v. Chr. ist die Anlage von Alexander dem Großen zerstört worden und danach hat man sie nie wieder aufgebaut. Von Persepolis aus fahren wir zur nächsten Sehenswürdigkeit. Es sind ungefähr 800 Kilometer bis zur Stadt Bam im Südosten des Landes. Die wichtigste Sehenswürdigkeit in Bam ist, oder besser gesagt, war die alte Lehmstadt. Leider handelt es sich bei diesen Filmaufnahmen inzwischen um historisches Material. Am 26. Dezember 2003 sind die Zitadelle, die Lehmstadt und die Neustadt Bam durch ein Erdbeben verwüstet worden. Nach offiziellen Angaben sollen dabei 30.000 Menschen gestorben sein. Die Neustadt wurde zu 70% zerstört und von der alten Stadt ist nur mehr ein großer Stein- und Sandhaufen übrig geblieben. Die alte Lehmstadt Bam existiert in dieser Form nicht mehr. Von der UNESCO ist die Zitadelle im Jahr 2004 auf die rote Liste gesetzt worden, damit der Wiederaufbau dieser historischen Kostbarkeit sichergestellt ist. Für uns geht die Fahrt weiter in Richtung pakistanische Grenze. Die Straße führt dabei an der Wüste Lut entlang, die ungefähr zweimal so groß wie Deutschland ist und zu den lebensfeindlichsten Wüsten der Welt gehört. Tagestemperaturen von über 50 Grad sind hier keine Seltenheit. Willkommen in der Islamischen Republik Pakistan. So werden Besucher auf einem übergroßen Schild an der Grenze begrüßt. Wir sind natürlich gespannt, wie sich die Grenzformalitäten abwickeln lassen. Doch alles verläuft problemlos und korrekt. Wir benötigen lediglich unsere Pässe mit Visum und ein Carnet de Passage, also das Zolldokument für das Fahrzeug, sowie eine einheimische Versicherung. Danach dürfen wir nach Pakistan einreisen. Ab der pakistanischen Grenze herrscht Linksverkehr. Weil wenig Verkehr ist, fällt uns am Anfang das noch gar nicht so auf. Was uns dagegen sofort im pakistanischen Straßenverkehr auffällt, ist, dass man sich hier mit Stärke und Größe Recht verschafft. Das bedeutet, nur wer die besseren Nerven hat, darf bei Gegenverkehr auf dem Asphalt bleiben. Und mit unserem Unimog waren wir, schon aufgrund der Größe, in den meisten Fällen im Vorteil. Von der Grenze bis zur ersten großen Stadt sind es 650 Kilometer. Dazwischen gibt es nur Wüste und ein paar kleine Oasen. In diesen Oasen haben wir dann auch übernachtet, weil vom freien Campen in der Provinz Belutschistan dringend abgeraten wird.
Belutschistan liegt im Dreiländereck Iran, Pakistan, Afghanistan und das Gebiet ist eigentlich nicht zu kontrollieren. Seit einigen Jahren kommt es hier immer wieder zu Spannungen und unzufriedene Stammesgruppen verüben Sprengstoffanschläge. Als Antwort darauf gehen dann Armee und Luftwaffe ihrerseits wieder gegen die Aufständischen vor. Das Auswärtige Amt gibt deshalb oft Reisewarnungen heraus und vor einer Durchquerung des Gebietes muss man sich gründlich informieren. Auffällig und ein richtiger Blickfang auf Pakistans Straßen sind die einheimischen LKWs. In erster Linie transportieren sie zwar Fracht, aber gleichzeitig sind sie für die Einheimischen oft die einzige Möglichkeit, wenn es darum geht, irgendwo hinzukommen. LKW-Fahrer genießen ein hohes Ansehen und die Männer sind sehr stolz auf ihren Beruf. So exotisch wie das Leben in Pakistan auf uns wirkt, wirken auf der anderen Seite wir auf die Einheimischen. Und sobald wir stoppen, versammeln sich neugierige Männer und Jungen um uns und den Unimog. Es findet sich immer jemand, der Englisch spricht und so gelingen uns einfache Unterhaltungen, allerdings nur mit der männlichen Bevölkerung. Frauen sehen wir so gut wie nie in der Öffentlichkeit und auch die Mädchen sind scheu und zurückhaltend. Seit unserer Einreise sind wir 3 Tage lang durch die Wüste gefahren. Während dieser Zeit sehen wir am Straßenrand oft, wie aus großen Fässern Benzin und Diesel verkauft wird. Außerdem fallen uns Männer auf, die diese Fässer auf Kleinlastwagen transportieren. Wir sind neugierig und wollen mehr über diese Männer wissen. Bei nächster Gelegenheit halten wir an und kommen mit ihnen ins Gespräch. Wir dürfen sie problemlos filmen, sie erweisen sich als sehr offen und sind gar nicht zurückhaltend. Die Männer sind Benzinschmuggler, doch sie verstecken sich nicht, sondern sind ganz stolz darauf. Sie erzählen uns, dass sie jeden zweiten Tag mit ihren altertümlichen Fahrzeugen über die unkontrollierbare Grenze in den Iran fahren. Dort kaufen sie 1000 bis 1500 Liter Diesel oder Benzin in Kanistern, die sie dann nach Pakistan zurückbringen. Der iranische Sprit wird dann billiger verkauft als der pakistanische. Anstatt 40 Eurocent, was man an einer regulären Tankstelle bezahlen müsste, kostet der Liter hier nur 15 Eurocent. Obwohl das Ganze zwar gefiltert wird, sind wir doch froh, dass wir bei der Ausreise aus dem Iran noch die Tanks voll gemacht haben und auf der Strecke nicht darauf angewiesen sind, dass wir hier tanken müssen. Am 4. Tag erreichen wir endlich Quetta, die Hauptstadt Belutschistans. Die Stadt liegt nahe der Grenze zu Afghanistan und hat heute etwa 1 Million Einwohner. Trotzdem haben wir hier gar nicht das Gefühl, in einer Großstadt zu sein. Bunt geschmückte Busse, kleine Tuk-Tuks mit qualmenden Zweitaktmotoren, Verkehrschaos und ein ständiger Lärmpegel sind unser erster Eindruck von Quetta. Auf den Straßen sehen wir ein völlig buntes Völkergemisch, denn seit vielen Jahren kommen Flüchtlinge aus Afghanistan nach Quetta. Frauen sehen wir nur sehr selten. Pakistan zeigt sich meist als reines Männerland. Die strenggläubigen und traditionellen Muslime nehmen das Gebot, ihre Frauen unter Purda zu halten, sehr ernst. Purda heißt wörtlich Vorhang. Im übertragenen Sinn umfasst dieser Begriff ein System von Regeln und Verhaltensvorschriften, die das Prinzip der Geschlechtertrennung vorsehen. Während die Frauen fast die ganze Zeit in ihren Häusern verbringen, spielt sich das Leben der Männer auf der Straße ab. Quetta ist ein wichtiges Handelszentrum und auf den Märkten finden wir alles, um unsere Vorräte aufzufüllen. Beim Anblick dieser Metzgereien sind wir froh, dass wir uns hauptsächlich vegetarisch ernähren. In Quetta gibt es weiter keine Sehenswürdigkeiten und deshalb fahren wir nach ein paar Tagen weiter. Beim Verlassen von Quetta gehen wir davon aus, dass wir einigermaßen flott nach Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, kommen.
Doch die Hauptverbindungsroute von Süden nach Nordpakistan war damals auf einem Teilstück von 300 Kilometern nur Baustelle. Für dieses Stück brauchen wir deshalb 3 Tage. Doch was soll man sich aufregen? Bei der Reise nach Indien muss man mit einer gewissen Gelassenheit unterwegs sein. Auf ein paar Tage hin oder her darf es nicht ankommen. Immer wieder stehen wir im Stau, was sehr interessant ist. Dabei sehen wir nämlich unzählige bunt geschmückte LKWs und Busse und machen die Feststellung, dass ein pakistanischer Bus nie voll ist. Wenn innen kein Platz mehr ist, klettert man eben aufs Dach oder hält sich hinten an der Leiter fest. Obwohl wir die Wüste schon hinter uns haben, bleibt die Landschaft weiterhin eintönig. Alles sieht braun und trocken aus. Zum Essen oder Übernachten halten wir oft an einer der Raststätten, die es immer wieder neben der Straße gibt. Doch mit unserer Art von Raststätte haben die pakistanischen wenig gemeinsam. Am auffälligsten sind erst einmal die Betten, die es überall gibt. Auf ihnen wird tagsüber gegessen und ausgeruht und nachts schlafen die Männer darauf. Auf größeren Rastplätzen gibt es neben dem eigentlichen Restaurant noch Läden, in denen man Süßigkeiten und Zigaretten, Getränke und Ersatzteile bekommt. Die kleinen Geschäfte sind komplett darauf ausgelegt, die Lkw-Fahrer zu versorgen. Fast wichtiger als das Essen ist der Tee, das pakistanische Nationalgetränk. Und der sogenannte Tracker-Tee gehört zur stärksten Sorte, weil er oft stundenlang zieht, um die Fahrer wach zu halten. Wir essen auf den Raststätten nicht nur, sondern nehmen uns oft noch Brot mit, das hier ständig frisch gebacken wird. Für das Fladenbrot wird der Teig nach dem Kneten dünn ausgerollt, über ein Kissen gezogen und in einem tiefen Loch an eine heiße Wand geklebt. Am Boden des Ofens ist die Feuerstelle, die von außen her geheizt wird. Und nach wenigen Minuten sind die dünnen Fladen fertig. Ein Essen in Pakistan ohne Chapati, wie das Fladenbrot heißt, ist einfach undenkbar. Die Raststätten in Pakistan sind in erster Linie ein Treffpunkt für Lkw-Fahrer und ständig sehen wir dort die bunt geschmückten Lkws. Wir sind so fasziniert von den ungewöhnlichen Fahrzeugen, dass wir uns auf die Suche nach den Werkstätten machen, in denen diese LKWs hergestellt werden. Lkw-Fahrer erzählen uns, dass es in allen größeren Städten an den Ausfallstraßen Viertel gibt, in denen sich die Werkstätten befinden. Und in Rawalpindi werden wir dann auch schnell fündig. Wir kommen in ein Gewerbegebiet, in dem jeder nötige Service für LKWs angeboten wird. Die einzelnen Werkstätten sind in einem großen ummauerten Hof untergebracht und innerhalb dieses Areals befinden sich unterschiedliche Arbeitsbereiche. Alle Handwerker, die am Ausbau des LKWs beteiligt sind hier vertreten. Lackierer, Dekorateure, Elektriker, Schreiner, Maler und Mechaniker. Der Hof selbst ist ein Abstellplatz für LKWs, an denen gerade gearbeitet wird. Und was für uns zum Teil wie Schrott aussieht, sind hier noch wichtige Ersatzteilträger. Die Entstehung der Werkstätten geht bis in die 1930er Jahre zurück. Damals sind die ersten Bedford-Fahrgestelle und Motoren aus Großbritannien importiert worden. Man hat sie hier im Land zusammengebaut und die Aufbauten hinzugefügt. Erst ab den 1950er Jahren wurden die Bedford-Modelle dann von Gandhara Motors in Karachi in Lizenz hergestellt. Bei unserem Besuch erklärt man uns, dass auch heute noch neue Lastwagen die Fabrik nur als Fahrgestell mit Motor, Lenksäule und Fahrersitz verlassen. Alles Weitere wird nach den Wünschen des Besitzers von den Werkstätten hinzugefügt. Kein Lkw-Besitzer lässt sein Fahrzeug ohne Verzierung durchs Land fahren. Malerei und Dekoration sind ein wichtiger Bestandteil der Lkws. Außerhalb des Werkstattbereiches gibt es kleine Läden, die sich auf diese Bedürfnisse spezialisiert haben und in denen man fertiges Zubehör kaufen kann. Viele der Arbeiten werden noch mit einfachen Werkzeugen in stundenlanger Handarbeit hergestellt.
Wie lange es dauert, bis ein LKW samt Aufbau fertig ist, hängt natürlich von der Gestaltung ab. Bei sehr aufwendigen Dekorationen kann sich das Ganze bis zu 3 Monate hinziehen. Aber dafür entsteht auch ein regelrechtes Kunstwerk. Jedes Fahrzeug ist ein unverwechselbares Einzelstück. Seitlich an den Bordwänden sind der Name der Spedition und die größeren Orte entlang der Fahrtroute aufgemalt. An Stoßstangen werden Ketten und Glöckchen befestigt, damit die Fahrzeuge beim Losfahren möglichst viel Lärm machen. Glückscharms nennt man diesen Schmuck, der angeblich böse Geister vertreiben soll. Natürlich werden die fahrenden Kunstwerke bei jeder sich bietenden Gelegenheit gewaschen und gepflegt. Und dazu ist den Fahrern jeder Fluss recht. Auch wir wollen unseren Unimog waschen lassen, machen das aber lieber an einer pakistanischen Waschanlage. Wahrscheinlich ist unser Unimog das erste Touristenfahrzeug, das sie hier sauber machen. Deshalb legen die Männer und Jungen einen ganz besonderen Eifer an den Tag. Wir bezahlen umgerechnet etwa 5 € und dafür sind die Leute 2 Stunden lang beschäftigt. Sie waschen den Unimog gründlich von oben bis unten und erst als alles blitzt und glänzt, dürfen wir endlich weiterfahren. Tourist Camping Site for Foreign Tourists. Das bedeutet wörtlich übersetzt Campingplatz für ausländische Touristen. Es ist der einzige offizielle Campingplatz in Pakistan und er befindet sich in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. Der Platz eignet sich bestens, um sich ein paar Tage zu erholen und verschiedene Arbeiten zu erledigen. Wir tauschen hier unsere Originalkennzeichen gegen Duplikate aus, denn der Geltungsbereich der deutschen Fahrzeugsteuer und Versicherung endet an der türkisch-iranischen Grenze. Von da an ist es Pflicht, im jeweiligen Land eine Autoversicherung abzuschließen und das machen wir auch jedes Mal. Die Originalschilder schicken wir heim und lassen den Unimog abmelden. Als Fahrzeugpapiere haben wir weiterhin das Zolldokument Carnet de Passage, das besagt, dass ich Eigentümer des Fahrzeuges bin. Dieses Dokument garantiert den Behörden, dass das Fahrzeug nicht im Land bleibt. Denn mit der Ausstellung des Carnets muss man eine hohe Bürgschaftssumme hinterlegen, die man erst wieder bekommt, wenn das Fahrzeug wieder zurück in Deutschland ist. Und bevor wir wieder in den deutschen Geltungsbereich kommen, wird der Unimog selbstverständlich von unterwegs aus wieder angemeldet und versichert. Der Campingplatz in Islamabad ist ein beliebter Treffpunkt für Touristen, die, so wie wir, über Land auf dem Weg nach Indien fahren oder von dort kommen. Wir treffen hier viele andere Reisende aus Deutschland, England und sogar Australien. Manche sind mit dem Auto unterwegs, andere mit Fahrrad oder Motorrad und für jeden gibt es etwas zu schrauben und zu basteln. Islamabad ist ein idealer Treffpunkt, wo man Neuigkeiten über Grenzübergänge oder geplante Routen erfährt. Außerdem können wir uns im nahegelegenen Botschaftsviertel die notwendigen Visas für die Weiterreise besorgen. Doch bevor wir in das nächste Land fahren, machen wir erst noch einen mehrtägigen Ausflug. Wir fahren auf dem Karakorum Highway ins pakistanische Hochgebirge bis hinauf zur chinesischen Grenze. Der Karakorum Highway gilt als Meisterleistung des Straßenbaus. Die Straße führt mitten durch die höchsten Gebirge der Welt, Hindukusch, Himalaya und Karakorum. Er folgt der Route, auf der früher die Karawanen auf der Seitenstraße entlang gezogen sind.
Beim Bau der Trasse entdeckten Arbeiter an mehreren Stellen Felsbilder, die dem Zeitraum aus dem 5. bis 14. Jahrhundert nach Christus entstammen. Die in die Felsen geritzten Inschriften und Symbole, Tiere, Reiter und Karawanen zeugen von der wichtigen Bedeutung der alten Pilger- und Handelsroute. Die unterschiedlichsten Völker haben hier ihre Spuren hinterlassen. Mehr als 50.000 Darstellungen und 5.000 Inschriften in mehr als 20 unterschiedlichen Schreibweisen wurden bisher von den Forschern gezählt und aufgenommen. Der Karakorum Highway war ein Gemeinschaftsprojekt von Pakistan und China. Er verbindet die beiden Städte Islamabad in Pakistan und Kashgar in China. Die Strecke ist 1300 Kilometer lang und überwindet in ihrem Verlauf mehr als 3900 Höhenmeter. Durch den Bau der Straße ist die Versorgung von abgelegenen kleinen Orten in den Hochlagen wesentlich erleichtert worden. Für die Bewohner besteht nun das ganze Jahr über eine Verbindung zur Außenwelt. Ein interessantes Transportmittel sind die kleinen Seilbahnen, die über Taleinschnitte oder Flüsse hinwegführen und mit deren Hilfe die Einheimischen den Karakorum Highway erreichen können. In der Nähe der Ortschaft Badagram sehen wir uns eine dieser Seilbahnen genauer an. In einem kleinen Häuschen sitzt der Betreiber der Bahn und führt uns den Antrieb der Seilbahn vor. Die gesamte Konstruktion ist einem Lastwagen entnommen. Neben ihm befindet sich ein 5-Zylinder-LKW-Dieselmotor, vor ihm sind Kupplung, Bremse und Gaspedal angebracht. Nachdem wir mehreren Überfahrten zugesehen haben und die Konstruktion einen ganz soliden Eindruck auf uns macht, steht für uns fest, dass wir selbst eine Fahrt mit der Seilbahn machen wollen. Die Fahrt hin und zurück kostet umgerechnet knapp 10 Cent pro Person und ganz bequem überqueren wir den Nandhira Fluss in einer Höhe von etwa 50 Meter. Die Flüsse in dieser Gegend ermöglichen eine gute Bewässerung und die Landwirtschaft ist hier ein wichtiger Wirtschaftszweig. Auch auf dem Karakorum Highway überqueren wir auf mehreren Brücken Flüsse. In seinem Verlauf wird der Highway vom Indus, dem Gilgit und dem Hunza-Fluss begleitet. Für die kleinen Hängebrücken, die zu Seitentälern führen, ist unser Unimog jedoch zu breit. Die Brücken und die daran anschließenden Pisten kann man höchstens mit Jeeps befahren. Doch von Fahrten in die dortigen Stammesgebiete wird aufgrund der Sicherheitslage sowieso abgeraten. Wenn wir durch die Orte fahren, werden wir mit unserem Unimog natürlich sofort als Ausländer erkannt. Das führt jedoch nie zu Problemen. Wir werden zwar bestaunt, aber die Leute sind uns gegenüber immer freundlich und höflich. Besonders wenn sie erfahren, dass wir Deutsche sind. Gastfreundschaft hat hier noch einen sehr hohen Stellenwert. Es gibt zwar gelegentlich religiöse Konflikte innerhalb der Bevölkerung, doch in der Regel bekommt man als Tourist davon nichts mit. Anders sieht es bei der politischen Lage aus, die sich in Pakistan in den letzten Jahren ständig ändert. Auch wenn Ausländer nicht das eigentliche Ziel von streitenden Gruppen sind, kann man von Anschlägen betroffen sein. Das Auswärtige Amt gibt deshalb auch für diese Region Sicherheitshinweise und manchmal sogar Reisewarnungen heraus. Während für uns die fantasievoll geschmückten pakistanischen LKWs inzwischen ein gewohnter Anblick sind, sorgt unser Unimog weiterhin dafür, dass sich die männliche Bevölkerung versammelt, wenn wir irgendwo halten. Bei einer Mittagspause sehen wir dann sozusagen die LKW-Fahrer der nächsten Generation.
Die beiden Jungs mit ihrer Seifenkiste üben schon fleißig auf der Straße und wir lassen uns das Gefährt vorführen. Es besteht aus zusammengenagelten Brettern und als Bremse dient eine alte Sandale. Die Räder hat er sich aus ehemaligen Radlagern gebastelt. Wir bewundern die Fantasie der beiden Jungs, die sich hier aus einfachen Mitteln diese komfortable Doppelsitzer-Seifenkiste zusammengebaut haben. Am 4. Tag unserer Fahrt auf dem Karakorum Highway erreichen wir den Khuncherab Nationalpark. Er fängt ungefähr 50 Kilometer entfernt von der Grenze zu China an. Das Wort Khuncherab bedeutet Tal des Blutes. Es soll eine Anspielung auf die Räuber sein, die zu früheren Zeiten die damaligen Karawanen und Kaufleute auf dem Handelsweg ausgeplündert und umgebracht haben. Bei Di gibt es eine Straßensperre und ein kleines Kassenhäuschen. Hier werden von den Parkwächtern die notwendigen Formalitäten zum Besuch des Parks abgewickelt. Wir müssen unsere Pässe vorzeigen und Eintritt bezahlen. Damals waren das für 2 Personen umgerechnet etwa 6 Euro. Der Khuncherab Nationalpark ist der drittgrößte Park in Pakistan. Er ist im Jahr 1975 gegründet worden und mehr als die Hälfte der Fläche liegt auf Höhen über 4000 Meter. Auf dem Teilstück bis zur pakistanisch-chinesischen Grenze schlängelt sich der Karakorum Highway durch enge Schluchten hindurch und führt an steilen Berghängen vorbei. Wir sehen fantastische Gebirgsformationen und schneebedeckte Berge. Dies ist allerdings auch der Teil des Highways, der am meisten von Naturkatastrophen bedroht ist. Um hier überhaupt einen Weg bauen zu können, hat man zum Teil Felsen absprengen müssen. Steinschlag, Erdrutsch und Regen zerstören immer wieder die Straße, die dann tagelang gesperrt sein kann. Wenn man Pech hat, kann man gar nicht bis zur Grenze hinauffahren. Diesen Männern hat man es zu verdanken, wenn die Straße passierbar ist. Die pakistanischen Straßenarbeiter leben hier oben völlig einsam in den kleinen Camps und machen den Weg frei, wenn die Straße wieder einmal verschüttet worden ist. Sie verpflegen sich selbst. Einmal in der Woche, so haben sie uns erklärt, kommt das Versorgungsfahrzeug, das ihnen das nötige Essen bringt. Vier Stunden nach unserer Abfahrt in Di erreichen wir das weitläufige Grenzplateau. Wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt des Karakorum Highways angekommen, dem Khuncherab Pass auf 4700 Meter. Hier ist die offizielle Grenze zwischen Pakistan und China. Für uns ist hier erst einmal Schluss. Die Einreise nach China mit dem eigenen Fahrzeug ist aufwendig und teuer. Außerdem ist der Aufenthalt dort nur in ständiger Begleitung eines einheimischen Führers möglich. Und das wollen wir nicht. Zwei Obelisken mit den beiden Staatswappen markieren die Grenze. 1986 ist der Karakorum Highway offiziell für den Tourismus freigegeben worden. Wir sind das erste Mal auf einer Höhe von 4700 Meter und da gehört es natürlich dazu, dass wir ein Andenkenfoto machen. Von hier aus fahren wir auf demselben Weg wieder zurück nach Islamabad und setzen unsere Reise in Richtung Indien fort.